Willkommen zum Kapitel Schleifen und Sprünge. In diesem Kapitel wollen wir uns mit Programmen beschäftigen, die eben auf eine Eingabe reagieren und entsprechende Programmabläufe eben verändern. Dazu müssen wir ganz kurz Eingaben uns anschauen. Wir haben ja schon Ausgaben kennengelernt, Cout. Ja, wir hatten ja irgendwie eine Zahl ausgegeben, a gleich 0, und konnten diese Zahl eben hier ausgeben, a gleich a. So, ja, wenn wir das ausgeführt haben, haben wir die Zahl ausgegeben. Und wir würden jetzt gern diese Zahl eben von der Tastatur einlesen. Und das geht in C++ mit dem Befehl cin. Ja, das ist genau das Gegenstück von cout. Und ich kann einfach sagen cin a. Ja, cin a. Genau, so geht das. Ja, wir werden im fortgeschrittenen Kapitel kennenlernen, wie man Fehler abfängt, ja, wie man das eben robust macht, falls man zum Beispiel anstatt einer Zahl irgendwie einen Buchstaben eingibt. Das interessiert uns jetzt nicht. Wir wollen jetzt hier einfach mal einfache Programme kennenlernen und eben die Konzepte kennenlernen. Jetzt kann ich zum Beispiel 42 eingeben und wir sehen sehr schön, ah ja, diese Eingabe wird entgegengenommen. Ja. Das muss kein Integer sein, das kann auch ein Double sein. Ja. Dann funktioniert das genauso und dann kann ich eben Kommazahlen eingeben. Ich kann jetzt hier zum Beispiel 3,14159 eingeben. Ja. Okay, für Characters geht das genauso. Ich kann hier nur einen Buchstaben eingeben, ja, und dann kann ich eben hier zum Beispiel ein X eingeben, ja, und bekomme dann dieses X wieder ausgegeben. Ja. Okay, gut. Wenn das ein String ist, ja, dann wird es ein bisschen gefährlich, weil wir haben diesen String ja schon kennengelernt als ein Character Array, und Arrays haben wir auch noch nicht so richtig kennengelernt. Und da gibt es nämlich das Problem, dass man Array-Grenzen überschreiten kann. Daher hier ein kurzer Vorgriff. Wenn wir Strings verwenden wollen, dann in C ganz einfach mit String. S, ja, das ist eigentlich ein sehr komplexer Datentyp, aber wir müssen den jetzt einfach verwenden, sonst ist es einfach zu gefährlich. Ja. Include, und dann schreiben wir hier String, und dann können wir eben hier ein String einlesen. Ja. So, S gleich S und das entsprechend ausführen. Jetzt kann ich eben hier irgendwie Kilian eingeben, ja, und sehe dann hier diesen String ausgegeben. Ja, ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr eingeben will, wenn ich jetzt irgendwie Kilian Singer eingeben will, gucken wir mal, was dann passiert. Kilian Singer, ja, dann sehen wir nur Kilian, und das liegt daran, dass hier das Trennzeichen eben der Space ist, und ich muss eben hier dann zwei Strings einlesen und kann diese dann entsprechend ausgeben hier und bekomme dann die beiden Strings hier übergeben. Ja. So sieht das dann aus, und wenn ich das jetzt ausführe, Moment, wir haben hier einen Fehler, S1, natürlich brauchen wir hier noch einen zweiten String. Der Vorteil von diesen Strings ist, die wachsen mit. Wenn ich also viele Buchstaben eingebe, dann gibt es da kein Problem mit Pufferüberläufe, und wenn ich jetzt Kilian Singer eingebe, ja, dann sehen wir, in der Tat werden hier beide Variablen entgegengenommen. So. Wenn wir eine ganze Zeile einlesen wollen, dann geht das mit dem Befehl getLine. Dann müssen wir hier cin angeben und dann hier die Variable. So können wir eben in C++ eine ganze Zeile einlesen. Jetzt kann ich hier eben Kilian Singer und so weiter einlesen, und wir sehen sehr schön, wie hier eine ganze Zeile eingelesen wird. Wie auch immer, hier Fehler abfangen, das haben wir da jetzt nicht nötig, weil der String mitwächst, aber die genauen Details, wie man diese Strings auch manipuliert, das kommt eben im fortgeschrittenen Kapitel.